Moin und willkommen zu einer neuen Folge von den Future Hamburg Talks, wo wir über die Zukunft und die Innovation im Großraum Hamburg reden. Mein Name ist Freya Oehle und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Lars Holger Engelhardt hat selber gegründet und versucht in der Stadt Hamburg die Schiffe auf der Elbe ein bisschen sauberer zu machen. Lars, herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank, schön hier zu sein, Freya. Danke, dass du die Zeit nimmst. Gerne. Lars, du bist der Gründer von Unleash Future Boats. Das ist natürlich die erste Frage immer sofort nach dem Pitch. Was genau ist Unleash Future Boats? Unleash Future Boats baut autonome, emissionsfreie Boote und Schiffe. Professionelle Antwort, was heißt das genau? Wie fahren diese Schiffe? Was macht sie besser? Was ist anders? Genau. Die Antwort ist ein bisschen komplexer. Wir bauen Boote, die erstens einen emissionsfreien Antrieb haben. Es ist ein batterieelektrischer Antriebsstrang mit einem Wasserstoff-Range-Extender. Du kannst dir vorstellen, das ist eine mobile Ladesäule, die mit grünem Wasserstoff eben Energie erzeugt, die die Batterien während der Fahrt kontinuierlich nachladen. Das ist eine Komponente und Unleash Future Boats ist mittlerweile auch eine Holdingstruktur. Das heißt, alles rund um Wasserstoff- und Antriebssysteme bauen wir als Green Boats Engineering im Unternehmen Unleash Future Boats, sodass auch andere Schiffe damit aus- und umgerüstet werden können. Dann bauen wir Mobilität, Future One. Das ist eine weitere Sparte, da benutzen wir selbstverständlich unsere Antriebe. Das ist ein Uber auf dem Wasser. Da kann man, ähnlich wie jetzt in Hamburg zum Beispiel Moja, in Zukunft sagen, ich möchte von A nach B oder von Anliegestelle 12 zu 32, wie diese virtuellen Haltestellen auch aufgebaut sind, sodass wir quasi das Wasser nicht mehr als trennendes Element haben, sondern als verbindendes Element. Das funktioniert natürlich nicht nur für Menschen, sondern auch für Güter. Und so kann man den Glaskasten runternehmen und auf dasselbe Modul auf 17 Meter Länge einen 40-Fuß-Container setzen. Und dann hast du ein Container-Taxi. Das ist im Prinzip der Einride auf dem Wasser. Okay. Der LKW. Quasi Antrieb, eigenes Boot und Transportionsplattform in einem. Plus noch ein bisschen mehr, weil wir brauchen eigene Sensorik. Das heißt, wir haben auch eine eigene Sensoriksparte bei uns, weil die Anforderungen für das Boot sind ganz anders als die fürs Fahrzeug. Das steht fest auf dem Grund und Straße und driftet vielleicht ein bisschen. Ein Boot ist in ständiger Bewegung. Und das muss kompensiert werden. Und auch die Anforderungen von einem Bremsweg eines Schiffes, das ist wesentlich länger als von einem Fahrzeug. Das heißt, die Reichweite der Sensorik, um das zu erfassen, um auch eine Reaktion ausführen zu können, hat eine ganz andere Anforderung an die Sensorik selber. Und das reicht auch noch nicht. Wir bauen dann auch noch einen digitalen Hafen, weil wenn ein Schiff ohne Kapitän kommt, muss es sich natürlich auch digital registrieren und anmelden. Und alles zusammen, dieses gesamte Ökosystem ist Unleash Future Boats. Das heißt, ihr seid aber eigentlich auf der Future Harbor. Nein, wir sind im Gespräch tatsächlich auch mit dem Hamburger Hafen, mit der HPA. Auch die Vorstandsfrau Tietzrath kennt uns schon, kennt auch meine Mitgründerin Stefanie. Und die Idee ist tatsächlich, dass wir jetzt einen Hafen planen und aufbauen, der quasi als Proof of Concept dient, wo die anderen Häfen sich dann auch angucken können, wie das nachher skaliert. Weil du kannst nicht in einem Hamburger Hafen ein ganzes Terminal lahmlegen. Das geht nicht. Das ist wirtschaftlich nicht abbildbar. Aber die Anforderungen von dem Hamburger Hafen, den erfassen wir bereits, inklusive auch der Hafenlotsen, um dann ein System zu entwickeln, was ganzheitlich funktioniert. Okay, also es erklärt ja schon mal, warum ihr in Hamburg seid. Das ist ja ein bisschen selbsterklärend. Wasser, Hafen, Schiffe, haben wir alles da. Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Also wie kommt man auf die Idee, ich baue jetzt so ein eigenes Bootssystem mit Antrieb, Transport, Terminal, allem, was es so gibt? Gott sei Dank wussten wir nicht alles am Anfang, was auf uns zukommt. Es war am Anfang tatsächlich so, dass wir aus der Automobilentwicklung gekommen sind und das gepaart mit unserer großen Leidenschaft für das Wasser, das Maritime. Wir hatten die Systeme von autonomen Fahrzeugen schon immer so als Beifahrer mal mit auf dem Boot und hatten aber dann nach dem Ausscheiden aus den Konzernen, haben wir dann die Technologie für das Wasserfahrzeug quasi neu entwickelt. Das war so der Zeitraum 2017 bis 2019. Dort hatten wir dann einen Durchbruch, der uns von außen gespiegelt wurde, auch vom Fraunhofer Institut. Die sagten, die haben gemeint, ihr gehört jetzt zu den Top 5 der Welt. Und da war für uns die Frage, verkaufen wir jetzt Sensortechnologie, so ein bisschen wie Mobileye quasi aus Deutschland, oder bauen wir ein System, was quasi geschlossen jetzt auch autonom fahren kann? Und da war eben meine Mitgründerin, die Stefanie, dann auch diejenige, die sagt, komm, lass uns jetzt diesen letzten Schritt konsequent gehen und ein System bauen, was quasi auf dem Wasser funktioniert. Und das war der Startschuss von Zero One. Wir haben das weltweit erste emissionsfreie, vollständig autonome, nicht remote gesteuerte Boot gebaut, was eine Zulassung international bekommen hatte und eine global gültige Versicherung. Also so ein bisschen wie ein Linium mit einer Fluglizenz. Und wie weit seid ihr da jetzt? Also es ist ja ein ganzheitliches System und da waren jetzt ganz viele Adjektive, die das beschrieben haben, die ich nicht in Gänze wiedergeben kann, aber die alle positiv sind.
wann fahre ich das erste Mal mit meinem Boots-Uber durch die Gegend? Also theoretisch kann Zero One dich rechtlich, aber auch technologisch jetzt transportieren. Ist zugelassen für 2 Passagiere ohne Kapitän. Der ist nur 3,50 Meter groß. Aber es wäre möglich. Es ist ein kleiner Katamaran, aber er zeigt, dass es geht. Jetzt geht es darum, das Ding in 12 Meter zu bauen. Und warum ist das so viel schwieriger? Weil man eben die Anlegestellen, die Bedingungen für die Passagiere, wie kommen die rauf und runter, alles mit bedenken muss. Aber der Antrieb an sich gibt das alles her. Der funktioniert. Den haben wir auch vorgeführt und das ist auch das Erste, mit dem wir wirklich Geld verdienen können. Wasserstoff funktioniert, die Antriebssysteme funktionieren. Wir konnten kaum was von der Stange kaufen. Wir haben das selber entwickelt und jetzt kommt eine ganz große Anfrage auch international nach diesen Antriebssystemen. Wir haben ja die Welle mit der Elektrotechnik gehabt, so jetzt oder Elektrobatterie, sagen wir es mal. Jetzt seid ihr mit dem Wasserstoff unterwegs. Man hat ja immer so ein bisschen das sind so 2 halbwegs konkurrierende Technologien in der Suche nach der nachhaltigen Lösung für unser Mobilitätsproblem. Warum setzt ihr auf Wasserstoff? Das sind gar keine konkurrierenden Systeme. Also eine Brennstoffzelle ist nicht in der Lage, eine dynamische Last wie ein Motor, der mal so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Energie braucht, das kann die Brennstoffzelle nicht. Das heißt, jedes System mit einer Brennstoffzelle hat automatisch eine Batterie dabei. Das muss man in die Köpfe rein da draußen, auch dass es eine Komplementärtechnologie ist. Das gehört zusammen. Wir setzen auf Wasserstoff, weil ein rein batteriebetriebenes Schiff ist unglaublich schwer. Wenn ich dann eine höhere Energiedichte haben will, dann nehme ich Lithium-Ionen-Akkus. Die können aber dann auch heiß werden und Feuer fangen. Das ist auf dem Schiff total unglücklich. So generell. Ja. Jetzt ist aber bei Wasserstoff der Vorteil, dass wir eine 6-mal höhere Energiedichte haben als Lithium-Ionen-Akkus und wir haben neue Batterien entwickelt, die eben nicht dieses Problem der Temperatur haben. Die können wir nachladen mit extrem hohen Ladezyklen. Und so fangen wir an, alle Vorteile miteinander sinnvoll zu kombinieren. Wasserstoff als Ladegenerator mit einer Batterie, die keine thermischen Probleme macht, mit dem Elektromotor. Und wenn wir das in die Köpfe reinkriegen, dass diese Technologien einfach zusammengehören, dann kommt man im Prinzip fast automatisch auf Greenboards Engineering. Und wie sind wir jetzt hier bei den Future Hamburg Talks? Da ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, jetzt mal abseits vom gesamten Hafeninfrastruktursystem. Ist Hamburg, Norddeutschland der richtige Standort, auch was die Wasserstofftechnologie angeht? Warum seid ihr hier damit? Wir haben uns ganz bewusst für Norddeutschland entschieden. Ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, auch meine Mitgründerin. Ja, ich bin aus Landshut, Niederbayern und Oberbayern, haben den Weg nach Norddeutschland gewählt und auch ganz bewusst. Wir haben für das Vorhaben, natürlich brauchen wir Wasser, wir brauchen die Wasserwege, wir brauchen Küste, wir brauchen auch den Zugang zu Offshore und wir brauchen ein Testfeld. Damit begann alles. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Wasserstraße, die wenig befahren ist, die wir verwenden können, wie damals bei Audi und bei BMW. Da haben wir die A9 unten dann als Teststrecke ausgelobt. Wo kann man das machen? Und wir haben uns sämtliche Wasserstraßen in ganz Deutschland angeguckt. Und auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist einfach die Hölle los. Im Hamburger Hafen, das ist auch super quirlig. Lübeck, Lübeck-Kanal, die Trabe runter, sind so 5 bis 7 Schiffsbewegungen und dann gab es da die Schlei. Die Schlei hat so gut wie keinen wirtschaftlichen Warenverkehr mehr. Das ist sowas wie ein stillgelegter Flughafen. Der war für uns sehr, sehr interessant. Und dann haben wir eben begonnen, versicherungstechnisch auszuloten. Kann man da ein Testfeld machen? Können wir da ein Reallabor aufbauen? Kann man mit Lübeck-Kanal weitermachen? Kann man Hamburg nehmen? Und das Ganze gibt für uns ein Bild in Norddeutschland, wo wir sagen, wir haben die E-Farm-Projekte zum Beispiel von Owe Petersen, Reußen-Köge, die uns gezeigt haben, so funktioniert Wasserstoff, das kann man skalieren. Wir haben unser Testfeld, wir haben den Elbe-Lübeck-Kanal mit einer höheren Komplexität und wir haben den Hamburger Hafen mit dem quirligen Betrieb. Alles für uns zusammen ist quasi das ideale Gebiet, wirklich Future Boats wachsen zu lassen. Sehr schön, das freut, also mich persönlich als Hamburger freut es wahnsinnig. Es wäre noch meine allerletzte Frage. Was sind die nächsten Schritte? Woran fehlt es noch? Und was habt ihr noch vor? Wir sind schon ganz weit. Wir sind schon wirklich ganz weit. Wir reden auch schon mit den Port Authorities hier. Wir haben auch schon Zugang zu den Hafenlotsen. Wir werden sicherlich noch die nächsten 2 Jahre regulierungstechnisch einiges anfassen müssen, weil es auch gerade in Hamburg sehr spezielle Regelungen gibt, die wir nochmal quasi mit allen, die dort partizipieren, durchgehen müssen. Wir werden nicht irgendwo eine Technologie ins Wasser werfen, wo dann irgendjemand sagt, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
aber wir haben den Zugang zu dem Senat und ich denke, in den nächsten 2 Jahren ist eben jetzt diese entscheidende Phase. Wird Hamburg aus dem Wollen ins Handeln kommen oder bleiben wir bei den Absichtserklärungen? Also wir werden sehen, was die Zeit bringt, aber wir sind aktiv in den Gesprächen. Sehr schön. Ich freue mich sehr, falls es von dem Wollen zum Handeln kommt und hoffe darauf. Wir sind da. 1000 Dank für das Gespräch. Super interessant, super interessantes Produkt und auch 1000 Dank fürs Zuhören ans Publikum. Wahnsinnig schön und ich freue mich, wenn wir demnächst mit dem Boot zur nächsten Folge anreisen können. Herzlichen Dank.